Der 11. Wiener Gemeindebezirk Simmering hat sich im Jahr 2016 im Rahmen des EU-Förderprojekts Horizon 2020 gegen 43 Mitbewerber durchgesetzt und kann mit 2 Partnerstädten, München und Lyon, verschiedene Maßnahmen zur CO2-Einsparung umsetzen. Das heißt, dass Menschen beispielsweise verstärkt mit dem Fahrrad unterwegs sind. Für jene, die vielleicht selber nicht gern radeln, mit einem E-Fahrrad, mit einem Elektrofahrrad, dass aber auch Fußwege neu definiert werden, dass man abgeht vom Pkw-Verkehr und den gesamten Bezirksteil hier umweltfreundlicher gestaltet. Das alles mit der Überschrift Smart City, ein Konzept, das wir in Wien ganz besonders intensiv verfolgen, um die Stadt auch für die Zukunft fit zu machen. Unser Projekt umfasst eben sehr viele Maßnahmen, die in Summe dazu beitragen werden, die Lebensqualität einerseits der Leute hier zu erhöhen, aber auch CO2 einfach einzusparen. Diese Zukunft der Mobilität, die sehen wir so, dass die Menschen in Zukunft noch weniger angewiesen sind auf ihr eigenes Auto und trotzdem maximale Mobilität für ihre täglichen Erledigungen haben. Also zum einen, wie können wir städtisches Leben ohne privaten Autobesitz ermöglichen und wie können wir CO2-freie City-Logistik gestalten. Das heißt Carsharing, Bikesharing, Lastenrad und andere ergänzende Mobilitätsservices zum öffentlichen Verkehr und CO2-freie City-Logistik, zum Beispiel in der Zustellung im Warenverkehr. Nachhaltige Mobilität in Simmering umzusetzen, ist ein sehr komplexer Prozess, wo zahlreiche Akteure daran beteiligt sind. Zum Projektstart wurde eine lokale Mobilitätsstrategie erstellt. Wichtig dabei war es, neben dem öffentlichen Verkehr andere Mobilitätsangebote wie zum Beispiel Bikesharing, Lastenfahrräder und Carsharing in den Alltag der Menschen im Bezirk zu integrieren. Eines der Pilotprojekte ist das E-Carsharing in der Haufgasse. Ein Carsharing-Modell der BWSG Wohnbaugenossenschaft für die Bewohnerinnen und Bewohner direkt in ihrer Wohnhausanlage. Wir haben bereits 1,5 Jahre vor Bezug begonnen, das Ganze zu konzipieren und haben uns angeschaut, welche Möglichkeiten gibt es überhaupt in dieser Innovation, dass wir hier erstmals ein E-Carsharing im geförderten Wohnbestand in Wien starten können. Mit dem E-Carsharing Haufgasse hat die BWSG einen Pilotversuch gestartet, den es in dieser Form im gemeinnützigen Wohnbau noch nicht gegeben hat. Es gefällt uns sogar so gut, dass wir überlegen, das Projekt in anderen Projekten zu implementieren bzw. auszubauen. Parallel zu einem Sanierungsprozess, der natürlich viel Aufsehen und natürlich viel Herausforderungen, viele Bedenken auch bei den Bewohnerinnen erzeugt, dann noch so ein E-Carsharing einzusetzen, wo sich die Bewohnerinnen der Haufgasse zum ersten Mal vielleicht auch gefragt haben, was ist das jetzt, so ein E-Carsharing, haben wir nicht andere Probleme im Sanierungsprozess? Denn die Herausforderung war es, neben dem Sanierungsprozess der Wohnhausanlage die Akzeptanz der Bewohnerinnen und Bewohner zu schaffen. Und wir haben da natürlich auch unsere Mieterinnen und Mieter mit einbezogen, haben sie befragt, welche Bedürfnisse sie überhaupt haben, wie momentan ihr Mobilitätsverhalten ist und was sie sich von so einem E-Carsharing wünschen würden. Eine Herausforderung war es auch, den Betrieb langfristig zu sichern. Dabei werden die Bewohnerinnen und Bewohner der Wohnhausanlage selbst mit eingebunden. Wir haben dann begonnen, dass wir erste Treffen von diesen Aktivgruppen moderieren, die Bewohner unterstützen, um so noch mehr Leute für dieses E-Carsharing zu begeistern. Die Bewohnerinnen und Bewohner der BWSG Haufgasse kümmern sich um das Service, Wartung und Reinigung der Fahrzeuge und leisten nun in der Aktivgruppe einen wichtigen Beitrag zur Umsetzung des Projekts. Man braucht sich überhaupt nicht fürchten, es geht super. Man sperrt auf, man steckt den Wagen aus und man kann Gas geben. Die Aktivgruppe fördert natürlich schon die Nachbarschaft, das Miteinander. Ein schönes Gefühl, dass man gleich ein paar Leute kennt. Seit dem Projektstart im Oktober 2017 werden 3 Elektroautos verliehen, die von rund einem Dutzend Mitgliedern der Aktivgruppe versorgt werden. Also die Autos werden gut genutzt, sie werden viel gefahren. Ich habe mal gehört, auch fürs Carsharing-Auto gilt die 40-Stunden-Woche, also damit es sich circa rentiert. Also da kommen wir da eigentlich auch gut hin.
Nicht nur in der Wohnhausanlage wurde ein Konzept zum Thema E-Mobilität erprobt, sondern auch im öffentlichen Raum. Der erste Prototyp einer Wien-Mobilstation der Wiener Linien an der U3-Endstation am Simmeringer Platz verbindet mehrere Mobilitätsangebote wie Carsharing, E-Bike-Sharing und eine Elektroauto-Ladestation an einem Ort. Es war uns ein großes Anliegen, den Wiener Linien, dass wir zusätzlich zum öffentlichen Verkehr den Wienerinnen und Wienern und vor allem auch den Simmeringern hier im Gebiet multimodale Angebote zur Verfügung stellen können. Sie können dann zugreifen auf neue Dienstleistungen wie Fahrradsharing, Auto, Carsharing. Also dies hier in Simmering ist unsere Pilotstation, das heißt, das ist mal so ein Testversuch, wie es bei den Benutzerinnen ankommt, das Angebot. Und wir planen aber Eröffnung von weiteren 5 Stationen in den nächsten 1 bis 2 Jahren und dann den Ausbau von einem ganzen Netz, wie man es kennt vom öffentlichen Verkehr. Ein weiterer Projektpartner für die Mobilitätsstation, aber auch für den Bezirk, war die Firma Cycube, die das E-Bike und die dazugehörigen Ladestationen für den Stadtteil mitgeplant und entwickelt hat. Wichtig beim E-Bike ist es, wie weit kann ich denn damit fahren, je nachdem, wie stark Ihre Unterstützung sein soll. Das E-Bike unterstützt Sie ja in der Fortbewegung. Zwischen 30 und 70 Kilometer können Sie ohne zu laden damit zurücklegen. Also so gesehen eine ganz tolle Sache. Also da war zum Beispiel auch wichtig, so Testfahrten anzubieten, auch Feedback einzuholen. Wie geht es Ihnen damit, wenn Sie auf diesem E-Bike sitzen? Neben der Wien-Mobilstation am Engplatz entstand im Rahmen des Projekts eine E-Bike-Station für den Bezirk am Wiener Zentralfriedhof. Die E-Bikes bieten nun einen erheblichen Mehrwert, das weitläufige Gelände mit Naherholungsfaktor zu erkunden. Ein weiterer innovativer Projektpartner ist die Firma Siemens mit dem Betriebsgebiet in der Leberstraße, wo Zug- und Metrogarnituren für Städte weltweit hergestellt werden. Bei Siemens hat Smarter Together zu einer positiven Projektdynamik angeregt. Die Maßnahmen wurden durch Beteiligung und Initiative der Mitarbeiterinnen konzipiert. Auch die österreichische Post AG setzt E-Vans für die Paketzustellung ein und testet erstmals größere Fahrzeuge für die Paketzustellung und leistet dabei einen Beitrag zur CO2-freien City-Logistik der Zukunft. Also bereits seit 2011 stellt die österreichische Post sämtliche Sendungen, also Briefe, Paket- und Werbesendungen in ganz Österreich CO2-neutral zu. Und erstmals ist es hier in dem Projekt Smarter Together im Nordwesten von Simmering, dass auch Pakete mit 2 Iveco's wirklich CO2-neutral zugestellt werden. Zusätzlich zu den 2 Iveco's, die wir im Einsatz haben, werden im Smarter Together Projekt von uns 450 Postempfangsboxen installiert. Das ist wie ein großes Schließfach, was in der Wohnhausanlage ist. Um die Smarter Together Maßnahmen zu kommunizieren, wurden zahlreiche Begleitmaßnahmen ins Leben gerufen, um den Simmeringerinnen und Simmeringern Informationsmöglichkeiten zu bieten und auch für die Wünsche der Bewohnerinnen und Bewohner da zu sein. Dafür wurde das Simmobil, das Simmeringer Infomobil, ins Leben gerufen. Es erschien überall dort, wo während des Projektzeitraumes Maßnahmen erforderlich waren. Es ist eine gute Möglichkeit, mit der Bevölkerung in einem Stadterneuerungsgebiet hier in Simmering zu kooperieren, auch zu hören, was die Menschen, die hier am Engplatz und in der Umgebung leben und wohnen, für Vorschläge haben, um eine Stadt der Zukunft zu entwickeln. Aber es geht auch darum, diese Alltagswege der Leute mit den Leuten gemeinsam sich anzusehen. Wo gehen sie gerne zu Fuß, wo treffen sie gerne ihre Nachbarinnen und Nachbarn und wo kann man da auch noch Verbesserungen machen? Was würde es den Leuten viel bringen, damit sie eben noch lieber in Zukunft zu Fuß gehen? Zum Beispiel bei Beat the Street. Ziel des Spieles war es, mit Chipkarten zu boxen, im öffentlichen Raum zu gehen und Kilometer zu sammeln. Dabei wurden die Themen aktive Mobilität und Zu-Fuß-Gehen angesprochen und bewusst gemacht, was dem Klimaschutz zugutekommt und darüber hinaus auch einen gesundheitlichen Aspekt hat.
Ein bisschen so eine Challenge-Wettbewerbssituation. Da haben 11 Schulen in Simmering mitgemacht. Das Schöne ist, es kommt der ganze Stadtteil zusammen. Es hat was Soziales, was Integratives. Die unterschiedlichen Kinder, die unterschiedlichen Schulen sind zusammengekommen. Was natürlich auch den Aspekt ein belebtes Stadtteil hat. Also man geht zu Fuß unterwegs, zum Beispiel zur Nahversorgung ums Eck. Und man trifft Menschen dabei. Also dann diesen sozialen Charakter, man kommt ins Reden. Im Rahmen des Projekts Smarter Together wurde auch ein Lastenrad im Bezirk eingesetzt, das die Bewohnerinnen und Bewohner für ihre kurzen Transportwege ganz CO2-frei verwenden können. Weil in Simmering sind wir einfach gemeinsam gescheiter.